In 5 Raids ist aktuell Dialga und ich will hier zeigen, wie man es auch zu zweit besiegen kann. Gegen Ende werde ich hier bei Obers Let's Play auch noch eine Übersicht sehr guter Konter vorstellen. Dialga ist ein Stahl- und Drachen-Pokémon und dementsprechend sind sie effektiv Kampf und Boden. Ich habe schon mal ein Video gezeigt gehabt, wie man ihn zu dritt besiegt. Das ist einigermaßen gut möglich, wenn man 3 gute Trainer hat. Jetzt will ich zeigen, dass es auch zu zweit möglich ist. Aktuell ist mein Kryptomachomai im Einsatz. Das ist ein Kampf-Pokémon mit Angriff Konter und der Ladeattacke Wuchtschlag. Jetzt kommt mein Mega Schlappohr vom Typ Normal und Kampf mit Angriff Fußkick und der Ladeattacke Fokusstoß. Der macht nicht unbedingt so viel Schaden, aber er verstärkt natürlich die Pokémon vom anderen Trainer und das ist der hauptsächliche Grund, warum er hier eingesetzt wird. Jetzt ist Lucario da, das ist ein Kampf- und Stahl-Pokémon mit Angriff Konter und der Ladeattacke Aura Sphäre. Normalerweise wechsle ich lauter verschiedene Pokémon ein, um mehrere Konter zu zeigen, aber da das hier kein Trio-Raid ist, sondern ein Duo-Raid und der etwas schwieriger ist, muss ich jetzt vermehrt ähnliche Pokémon einsetzen. Kommt zwar jetzt noch ein anderes, wie hier der Meistergriff, das ist ein Kampf-Pokémon mit Angriff Konter und der Ladeattacke Wuchtschlag, aber allgemein muss ich hier vermehrt gleich gute einsetzen, vermehrt Machomai zum Beispiel. Und außerdem habe ich hier auch eine Mega-Entwicklung eingesetzt, was ich normalerweise versuche zu vermeiden. Jetzt mein Meistergriff hält nicht mehr aus, jetzt kommt schon wieder ein Lucario. Lucario deswegen, der macht wirklich viel Schaden, auch wenn der eigentlich nur ein kleiner Lucario ist, der für die Hyperliga gedacht ist zum Kämpfen. Der ist wieder Kampf- und Stahl-Pokémon mit Angriff Konter und der Ladeattacke Aura Sphäre, aber diese Aura Sphäre macht hier beim Dialga sehr viel Schaden. Jetzt ist Machomai da, vom Typ Kampf wieder, Angriff Konter und der Ladeattacke Wuchtschlag. Hätte ich hier ein paar Krypto-Machomai, wäre es natürlich noch besser, aber normale Machomai gehen natürlich auch. Was man jetzt auch noch beachten muss, ich nutze hier die Wetterverstärkung bedeckt. Das heißt, meine Kampf-Pokémon machen vermehrt Schaden. Außerdem habe ich hier Glück, dass Dialga Anführungszeichen nur den einfacheren Angriff drunter hat. Dadurch ist es natürlich etwas leichter. Dialga ist schon im gelben Bereich, das heißt 50% des Lebens sind schon weg von Dialga und zu über 170 Sekunden waren jetzt noch auf der Uhr. Das heißt, diese Duo-Raid sollte machbar sein. Man muss natürlich jetzt beachten, so ein Wechsel kostet immer Zeit. Deswegen schnell zu meinem zweiten Teil. Obwohl eigentlich Wetterverstärkung ist für meine Kampf-Pokémon, setze ich jetzt vermehrt Boden-Pokémon ein, wie zum Beispiel Stahlobor. Das ist ein Boden- und Stahl-Pokémon mit Angriff Lehmschelle und der Ladeattacke Schlagbohrer. Warum ich jetzt auch vermehrt noch Boden-Pokémon einsetze, weil die grundsätzlich länger durchhalten als solche Kampf-Pokémon und ich dadurch auch vermeide, dass ich noch ein drittes Mal wechseln muss, denn so ein dritter Wechsel wäre sehr schlecht, denn der kostet viel zu viel Zeit. Deswegen versuche ich jetzt mit meinem zweiten Team, das so lange durchzuhalten, dass er dann besiegt ist. Jetzt kommt Hariyama, das ist ein Kampf-Pokémon mit Angriff Konter und der Ladeattacke Wuchtschlag. Das ist ein Kampf-Pokémon, das auch ein bisschen was aushält und trotzdem schön viel Schaden macht. Natürlich, so ein Meistergriff ist ein bisschen besser, aber grundsätzlich hier macht er schön viel Schaden. Aber trotzdem, irgendwann ist es bei ihm auch vorbei und dann kommt noch ein Machomai, wieder vom Typ Kampf mit Angriff Konter und der Ladeattacke Wuchtschlag. Wenn ich jetzt allerdings wirklich jetzt noch ein paar Kampf-Pokémon einsetzen würde, die mehr Schaden machen würden, würden die jetzt wahrscheinlich nicht so lange durchhalten. Deswegen muss ich jetzt auf meine nächsten Pokémon am besten welche mehr mit Boden-Pokémon einsetzen, die auch etwas länger durchhalten. Dementsprechend werde ich wahrscheinlich jetzt gleich mein nächstes Pokémon einsetzen. Also Dialga ist schon viel länger im roten Bereich, fast schon übersehen. Aber jetzt kommt mein Knackrack. Das ist ein Drachen- und Boden-Pokémon mit Angriff Lehmschuss und der Ladeattacke Erdkräfte. Erdkräfte hat man am Community Day bekommen, wenn man da ein Kaumalat bis zu Knackrack weiterentwickelt hat. Das ist dieser Knackrack. Da hatte ich Glück, dass ich einen 100er gefangen habe. Den habe ich auch jetzt bis zu Ende entwickelt. Bis auf Level 40, glaube ich, habe ich den jetzt entwickelt. Und der macht richtig schön viel Schaden und hält auch einigermaßen was aus. Liegt auch daran, dass der Dialga keine Drachen
Ladeattacke hat, weil ansonsten wäre der Knackrack leider schon weg. Aber so hält er richtig schön durch. Notfalls hätte ich noch einen Groudon und einen Staloboa in Reserve gehabt. Die halten auch sehr viel durch, aber gar nicht benötigt. Es wird knapp, aber knapp gewonnen, ist egal. Hauptsache, diese Duo-Raid ist gewonnen. Die Alge kann natürlich jetzt auch Shiny sein. Deswegen hofft man natürlich als erstes, hoffentlich ist es auch ein Shiny. Das wäre der idealste Fall. Und es ist leider nur ein normaler. Die WP-Zahl ist nicht allzu hoch, dementsprechend wird er wahrscheinlich auch nicht so gut sein. Die Bewertung schaue ich dann aber dann an, wenn ich ihn gefangen habe. Aber grundsätzlich war jetzt ehrlich gesagt das Beste daran, dass ich diesen Duo-Raid geschafft habe. Das hat Spaß gemacht und insbesondere, wenn man sieht, dass der WP-Zahl nicht so allzu hoch ist, ist für mich auch einfacher, fabelhaft zu werfen, weil ich dann nicht so nervös bin, als wie ich bei meinem letzten Video einen 100er hatte. Da war ich richtig nervös und hier, naja, schlechte Bewertung, nur 2 Sterne, also nicht so gut. Jetzt möchte ich noch ein paar Konter-Pokémon zeigen, mit denen ihr Dialga leichter besiegen könnt. Als Mega-Entwicklung würde sich Mega Schlappohr mit Fußkick und Fokusstoß anbieten oder Mega Glurak Y mit Feuerwirbel und Lohe-Kanonade. Ansonsten bietet sich an ein Krypto-Machomai mit Konter und Wuchtschlag. Natürlich kann man auch die Nicht-Krypto-Version jeweils immer nutzen. Ein Kapilz mit Konter und Wuchtschlag. Hariyama mit Konter und Wuchtschlag, hier die normale Version, die Krypto wäre besser. Knackrack mit Lebensschuss und Erdkräfte. Lucario mit Konter und Aurasphäre. Rihonyor mit Lebensschelle und Erdbeben. Staloboa mit Lebensschelle und Schlagbohrer. Meistergriff mit Konter und Wuchtschlag. Und ein Demeteros mit Lebensschuss und Erdkräfte. Fragen bitte in die Kommentare und wenn dir das Video gefallen hat, gib bitte einen Daumen nach oben bzw. abonniere meinen Kanal, am besten mit Glocke, damit du kein neues Video von mir verpasst.